Hey Leute, heute melde ich mich mit einem etwas ernsteren Thema bei euch, eine Geschichte, die mich persönlich sehr verletzt hat. Ich habe überlegt, ob ich darüber sprechen möchte. Auf Instagram weiß man viel mehr. Ich kann hier nicht zu sehr ins Detail gehen. Es ist tatsächlich so, dass ein Ausschnitt aus meinem Video in einer beliebten Late-Night-Show ausgestrahlt wurde, ohne mein Wissen, ohne meine Zustimmung. Zusätzlich ist die Sendung in einem Streamingdienst verfügbar. Meine Cousine hat die Sendung im Fernsehen gesehen und meine Tante hat mich daraufhin angesprochen, ob ich davon wüsste. Ich dachte, dass meine Tante mich verwechselt hat, weil warum soll ich in einer Late-Night-Show sein? Daraufhin hat sie mir diesen Clip geschickt oder diesen Ausschnitt und puh, ich dachte krass, das bin ich wirklich. Ich habe vor einigen Jahren über meine Stimm- und Sprachstörung gesprochen, über mein Lispeln. Das Video hat mittlerweile, glaube ich, um die 61.000 Klicks und wenn man das in die Suchleiste hier auf YouTube eingibt, dann wird es auch sofort vorgeschlagen. Der Sender hat einen Ausschnitt aus diesem Video ausgestrahlt, 5 bis 7 Sekunden. Allerdings gibt es nur ein Part, wo man meine Stimme hört, also mit Stimme eben. Ich kann euch tatsächlich nicht die Sendung einblenden, allerdings natürlich mein Originalvideo. Lispel und Lispel und Lispel. Dieser Ausschnitt wurde 1:1 übernommen, also nicht verfremdet oder nicht verzerrt oder so in Vollbildschirmmodus. Zu Gast war an dem Abend eine deutsche lispelnde Moderatorin und ich bin so ein bisschen verglichen worden, ne? Also klar, es diente als Gag. Ich bin das Nachwuchstalent, wenn sie mal nicht will oder so, kann ich ja einspringen, so mäßig. Und daraufhin hat man meinen Clip eingeblendet, wie ich lispel. Sie sind nicht auf das Video eingegangen, sie sind auch nicht auf mich persönlich eingegangen, sondern einfach eingeblendet, hahaha, und das war's. Ich habe keine persönlichen Differenzen mit der Moderatorin, ich kenne sie nicht. Allerdings wurde mein Clip oder mein Video oder der Ausschnitt meines Videos in einen Kontext gestellt, mit dem ich nicht einverstanden bin. Ich habe mich mit der Rechtsabteilung der Sendung unterhalten, die mir erklärt haben, dass es Parodie ist und sie meine Zustimmung nicht brauchen. Ist das wirklich Parodie, habe ich mich gefragt. Meine Stimme kommerziell zu nutzen, mein Bild zu nutzen, es zu verbreiten und ohne, dass ich meine Zustimmung geben muss. Es gibt Voraussetzungen, also es gibt tatsächlich die Parodie in Deutschland, allerdings gibt es klare Grenzen. Somit habe ich rechtlichen Beistand gesucht und im Erstgespräch kam raus, dass es keine Parodie ist. Daraufhin habe ich den Sender um eine schriftliche Stellungnahme gebeten, bis heute allerdings erfolglos. Die Frist ist aber noch nicht abgelaufen, also ich warte noch. Ich drehe das Video vor übrigens. Der Sender hat diesen Clip auch auf YouTube hochgeladen. Daraufhin habe ich Beschwerde eingereicht, also ich kann als Content Creator eine Urheberrechtsverletzung melden, damit muss sich YouTube dann befassen, gerade wenn es ein Medienunternehmen ist. Sie wollten auch von mir weitere Infos haben, also es war nicht einfach eingereicht und ja oder nein, sondern sie wollten Infos von mir haben, um sich dann zu entscheiden. Und nach einer verzögerten Bearbeitung hat mir YouTube die Rechte zugesprochen und es als eine Urheberrechtsverletzung anerkannt. Das stärkt meine Position, auch wenn YouTube keine rechtliche Instanz ist oder kein Gericht, zeigt mir YouTube, dass mein Fall Substanz hat. Die Sendung muss innerhalb einer Frist mein Clip aus dem Video entfernen, sonst wird das Video gelöscht. Daraufhin hat der Sender oder die Show, ich sage immer Sender, die Show, mich verlinkt in der Videobeschreibung und ja nochmal darauf hingedeutet, dass ich ein Nachwuchstalent sei und dass meine Sprachstörung ja gar nicht schlimm ist, dass man sich dafür nicht schämen muss und dass man das im Video erkennt. Das hat aber nichts mit der Tatsache zu tun. Worüber reden wir denn hier? Ich möchte dem Sender keine bösen Absichten unterstellen. Dennoch müssen wir Content Creator unsere Rechte schützen und ich habe im Internet gelesen, dass es in der Vergangenheit einige Fälle gab, in denen Kläger in ähnlichen Situationen Recht bekommen haben. Somit
hoffe ich, dass wir uns außergerichtlich einigen können, aber ich bin auch bereit, bis zum Äußeren zu gehen, um meine Rechte zu verteidigen. Ich teile meine Erfahrungen, meine Geschichten, meine Tipps und Tricks. Ich stecke so viel Herzblut und Leidenschaft rein. Manchmal sitze ich 10 bis 12 Stunden an einem Video und wenn dann jemand kommt, mein Content nimmt, ohne meine Zustimmung, der muss damit rechnen, dass ich mich dagegen wehre. Das kann ich nicht so hinnehmen und das werde ich auch nicht. Es ist mein Content, wisst ihr, und egal was ich hier mache, ob ich auf dem Baum sitze, ob ich einen Handstand mache, es gehört zu mir. Es ist für mich wichtig, damit ich auch weiterhin YouTube-Videos machen kann mit Freude vor allem, ne, und nicht immer darüber nachdenke, oh, wer kommt denn jetzt oder was passiert als nächstes. Ich glaube auch, dass wir heutzutage nicht mehr sagen können, hey, dann lade sowas doch gar nicht hoch, dann hast du ein Problem weniger. Dafür gibt es Gesetze, es gibt Rechte, die wir haben. Denn es geht ja nicht nur um mich, es geht nicht nur um 5 bis 7 Sekunden im Video. Jeder, der ein Facebook-Profil hat, jeder, der private Bilder, Videos teilt, jeder, der Kunst online stellt, jeder, der fotografiert, muss sich ja irgendwann fragen, was ist, wenn ein Sender um die Ecke kommt und meine Werke einfach so nimmt. Tja, dafür muss man kämpfen, das ist sehr wichtig. Es geht ja nicht nur um 5 bis 7 Sekunden, sondern um das Prinzip. Hätte ich dem Sender erlaubt, mein Video zu verwenden, wenn sie mich vorher gefragt hätten? Nein. Nicht das Video und auch nicht in dem Kontext. Nicht, weil ich mich dafür schäme oder weil ich dazu nicht mehr stehe oder so. Das Thema finde ich doch sehr sensibel und ich habe das Video damals nicht gedreht, weil wir alle lachen sollen, auch wenn ich da so ein bisschen, ja, humorvoll manchmal spreche. Das ist so meine Art. Aber nein, hätte ich nicht. Woher will der Sender wissen, ob ich vielleicht benachteiligt bin? Woher will der Sender wissen, ob es mir dabei gut geht? Woher will der Sender wissen, ob ich mich vielleicht als Moderatorin irgendwo bewerben wollte und nun nicht angenommen werde, weil ich lispel? Klingt jetzt komisch, es sind meine Persönlichkeitsrechte, die der Sender missachtet hat. Das ist einfach so und von daher finde ich das mega unhöflich. Ich bin fassungslos. Ich weiß wirklich nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ich hoffe, dass alles gut wird, dass der Fall schnell über den Tisch geht, denn es belastet mich wirklich. Ich konnte die ersten Tage nicht gut schlafen. Ich habe kaum Appetit, weil mein Kopf ist zu. Ich beschäftige mich immer wieder und ich fühle mich so hilflos ausgeliefert. Als ich davon erfahren habe, ich glaube 2 Nächte später oder so, bin ich eingeschlafen und auf einmal schweißgebadet aufgewacht. Ich glaube, ich habe nur 2, 3 Stunden geschlafen, schweißgebadet aufgewacht und habe geweint. Davor war das alles, ich guck mal hier, ich guck mal da, um was muss ich mich kümmern. Aber dann kam die Ruhe und auf einmal zack, boom, da war für mich klar, ich muss dagegen was tun. Wisst ihr, das hat mich so tief verletzt, das kann ich nicht auf mich beruhen lassen, das geht nicht. Das ist ein Einschnitt, ein tiefer Einschnitt und vor allem geht damit auch jeder anders um. Es gibt bestimmt Leute, die freuen sich, für 5 bis 7 Sekunden im Fernsehen zu sein. Nein, mich hat es einfach verletzt. Ich werde nicht aufgeben und am Ende wird alles gut. Bestimmt. Das war's von mir. Mehr habe ich auch erstmal nicht zu sagen. Vielen Dank fürs Einschalten, meine Lieben, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!